Hallo und herzlich willkommen zu unserem Deutsch-Podcast. Schön, dass ihr heute dabei seid. Hallo zusammen. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema. Meinen und deinen Tagesablauf. Ja, genau. Wir lernen heute, wie man über den eigenen Tag spricht, welche Wörter man im Alltag braucht und wie man typische Sätze richtig benutzt. Vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Weißt du, warum ich das Thema Tagesablauf so wichtig finde? Weil jeder Mensch jeden Tag viele kleine Dinge macht. Aufstehen, essen, arbeiten, einkaufen. Und genau darüber spricht man sehr oft. Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass man mit einfachen Sätzen viel erzählen kann. Zum Beispiel, wenn jemand fragt, wie sieht dein Tag aus? Dann kann man sofort antworten. Genau. Und das Schöne ist, diese Sätze braucht man nicht nur in der Schule oder im Kurs, sondern auch im echten Leben. Viele Deutsche sprechen gerne über ihren Alltag. Sie erzählen, wann sie aufstehen, was sie frühstücken oder wie sie zur Arbeit fahren. Das ist ein typisches Thema beim Kennenlernen. Und deshalb finde ich, wenn man gut über den Tagesablauf sprechen kann, dann kann man schon sehr viel auf Deutsch. Auch fangen wir mit dem Morgen an. Ich stehe meistens um 6:30 auf. Gleich nach dem Aufstehen gehe ich ins Bad, wasche mein Gesicht und putze meine Zähne. Ohne Zähneputzen kann ich den Tag nicht starten. Ja, das kenne ich. Ich brauche morgens auch ein klares Ritual. Für mich ist es wichtig, zuerst ein Glas Wasser zu trinken. Danach mache ich mir einen Kaffee und ein kleines Frühstück. Meistens esse ich Brot mit Butter und Marmelade. Klingt lecker. Bei mir ist es anders. Ich frühstücke nicht immer. Oft trinke ich nur einen Kaffee, weil ich morgens noch keinen großen Hunger habe. Aber wenn ich frühstücke, dann esse ich gern ein Brötchen mit Käse oder ein Müsli. Viele Menschen hier frühstücken gerne Müsli oder Joghurt mit Obst. Das ist sehr typisch. Ich mag auch Obst am Morgen, es gibt mir Energie. Nach dem Frühstück ziehe ich mich an und bereite mich auf den Tag vor. Wenn ich zur Arbeit fahre, schaue ich vorher kurz auf mein Handy. Nachrichten, Wetter oder E-Mails. Das gehört für mich zum Morgen. Stimmt, das machen fast alle. Ich mache es auch so und manchmal höre ich schon am Morgen Musik oder einen Podcast, das gibt mir gute Laune. Das ist ein guter Start. Ein strukturierter Morgen macht den ganzen Tag leichter. Nach dem Frühstück beginnt für mich die Arbeit. Ich fahre meistens mit dem Bus ins Büro. Die Fahrt dauert ungefähr 20 Minuten. Im Bus sehe ich viele Menschen, Schüler mit Rucksäcken, Leute, die zur Arbeit fahren, manche lesen Zeitung oder hören Musik. Ja, das kenne ich auch. Wenn ich zur Arbeit gehe, nehme ich oft die U-Bahn. Manchmal ist sie sehr voll, besonders am Morgen. Aber ich mag es, weil ich dann ein bisschen Zeit habe, ein Buch zu lesen oder Nachrichten auf dem Handy zu schauen. Im Büro mache ich zuerst meinen Computer an und sehe meine E-Mails durch. Dann schreibe ich eine kleine Liste mit Aufgaben für den Tag. Ohne Liste verliere ich den Überblick. Das ist klug. Ich mache das ähnlich. Wenn ich im Büro bin, sage ich zuerst den Kollegen Guten Morgen. Das ist hier normal und sehr wichtig. Dann trinke ich einen Kaffee in der Küche und danach beginne ich mit meiner Arbeit. Bei mir ist es so, wir haben oft Meetings am Vormittag. Da sprechen wir über Projekte, Termine und Aufgaben. Manchmal dauert es nur eine halbe Stunde,
manchmal auch länger. In der Schule ist es ähnlich. Die Schüler haben ihren Stundenplan und jede Stunde ist anders. Manche Fächer mögen sie sehr, zum Beispiel Sport oder Musik. Andere Fächer finden sie schwerer, zum Beispiel Mathematik. Viele Leute haben gegen Mittag eine Pause. Ich esse meistens ein kleines Brötchen oder Salat in der Kantine. Manchmal bringe ich mir auch etwas von zu Hause mit. Ich esse gern etwas Warmes zu Mittag. Suppe, Nudeln oder Kartoffeln sind sehr typisch. Für viele Deutsche ist das Mittagessen die wichtigste Mahlzeit am Tag. Nach dem Mittagessen fühle ich mich oft ein bisschen müde, aber nach einem Kaffee kann ich wieder gut arbeiten. Das kenne ich. Viele Menschen hier trinken nach dem Mittag noch einen Kaffee. Das gehört einfach dazu. Am Nachmittag mache ich meistens weiter mit meinen Aufgaben. Ich telefoniere mit Kunden oder schreibe Berichte. Gegen 3 Uhr esse ich manchmal noch einen kleinen Snack, zum Beispiel einen Apfel oder ein Stück Schokolade. Ich finde, am Nachmittag ist es schwerer, konzentriert zu bleiben. Am Vormittag bin ich schneller, aber am Nachmittag arbeite ich langsamer. Deshalb mache ich kurze Pausen. Ich stehe auf, gehe ein paar Schritte oder trinke Wasser. Ja, Bewegung ist wichtig. Viele Kollegen gehen kurz nach draußen, vielleicht 10 Minuten spazieren. Danach fühlen sie sich frischer. Manche machen auch kleine Gespräche mit Kollegen. Sie sprechen über das Wetter, über das Wochenende oder über ihre Familie. Solche Gespräche sind typisch und machen die Arbeit angenehmer. Ich finde auch, dass man am Nachmittag oft besser zusammenarbeitet. Jeder ist schon wach, die wichtigen Aufgaben sind erledigt und man hat ein bisschen mehr Ruhe. Wenn ich früher mit der Arbeit fertig bin, gehe ich manchmal einkaufen. Nachmittags sind die Supermärkte voll, weil viele Leute nach der Arbeit dorthin gehen. Man hört dann oft: Entschuldigung, darf ich vorbei? Oder wo finde ich die Milch? Das ist ganz normal. Ja, das stimmt. Und viele Menschen holen auch ihre Kinder von der Schule oder vom Kindergarten ab. Der Nachmittag ist oft sehr voll mit Terminen. Manche gehen auch zum Sport oder ins Fitnessstudio. Das ist hier sehr beliebt. Viele Deutsche machen regelmäßig Sport, auch am Nachmittag oder frühen Abend. Ich gehe manchmal direkt nach der Arbeit ins Fitnessstudio. Das gibt mir Energie und macht den Kopf frei. Danach fühle ich mich besser. Das klingt gut. Ich treffe manchmal Freunde im Café. Am Nachmittag oder frühen Abend trinken viele Leute noch einen Kaffee oder essen ein Stück Kuchen. Man sagt hier oft, Kaffee und Kuchen gehören einfach zum Tag. Ja, das ist eine schöne Tradition. Und es zeigt, dass der Nachmittag nicht nur für Arbeit da ist, sondern auch für kleine Pausen und für Menschen, die uns wichtig sind. Wenn die Arbeit vorbei ist, freue ich mich auf den Abend. Ich fahre nach Hause, mache mir erst einmal etwas zu essen und entspanne mich ein bisschen. Oft höre ich Musik oder sehe Nachrichten im Fernsehen. Bei mir ist es ähnlich. Nach der Arbeit gehe ich meistens einkaufen. Abends sind viele Leute im Supermarkt, deshalb ist es manchmal voll. Danach koche ich gern. Für mich gehört gemeinsames Abendessen einfach zum Alltag. Ja, das stimmt. Viele Familien essen abends zusammen. Sie sprechen über ihren Tag, über die Schule der Kinder oder über Pläne für das Wochenende. Nach dem Essen gehe ich oft spazieren. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich den ganzen Tag sitze. Frische Luft macht den Kopf frei.
Ich treffe manchmal Freunde im Restaurant oder in einer Bar. Wir trinken ein Bier oder ein Glas Wein, reden über Arbeit, Sport oder Reisen. Es tut gut, nicht nur an die Arbeit zu denken. Andere machen am Abend Sport. Joggen im Park oder Training im Fitnessstudio ist hier sehr beliebt. Bewegung nach der Arbeit gibt Energie und macht den Körper fit. Für viele ist der Abend auch Familienzeit. Man sitzt zusammen, spielt mit den Kindern oder sieht einen Film. Das ist typisch und macht den Alltag schöner. Wenn es dunkel wird, bereite ich mich langsam auf die Nacht vor. Ich mache das Licht etwas dunkler, trinke einen Tee und versuche das Handy wegzulegen. So kann ich besser schlafen. Das klingt gut. Bei mir ist es ähnlich. Ich schaue abends gern noch eine Serie, aber ich versuche, nicht zu spät ins Bett zu gehen. Genug Schlaf ist sehr wichtig, sonst bin ich am nächsten Tag müde. Viele Menschen lesen am Abend noch ein Buch. Das ist eine schöne Tradition. Es beruhigt und bringt gute Gedanken. Ja, und manche hören Musik oder einen Podcast. Das macht den Kopf ruhig. Ich finde, man braucht ein kleines Ritual vor dem Schlafen. Genau, regelmäßige Zeiten sind wichtig. Wenn man immer um dieselbe Uhrzeit ins Bett geht, schläft man besser. Ich gehe meistens gegen 11 Uhr schlafen. Bevor ich ins Bett gehe, lüfte ich kurz das Zimmer. Frische Luft macht den Schlaf tiefer. Das ist ein guter Tipp. Ein ruhiger Abend und eine ruhige Nacht geben Kraft für den nächsten Tag. Wenn ich meinen Tagesablauf so anschaue, sehe ich, wie wichtig kleine Routinen sind. Sie machen den Tag einfacher und geben Struktur. Ja, genau. Morgens hilft ein klares Ritual, den Tag gut zu starten. Mittags braucht man eine Pause und am Abend ist es wichtig, Zeit für sich oder für die Familie zu haben. Viele Deutsche sagen, Ordnung im Alltag bringt Ruhe im Kopf. Ich finde, da ist viel Wahrheit drin. Man sollte aber auch flexibel bleiben. Manchmal kommt etwas anderes dazwischen und dann muss man spontan sein. Und am Ende geht es darum, dass man sich wohlfühlt. Ob mit Arbeit, Sport, Freunden oder Familie. Hauptsache, der Tag hat einen guten Rhythmus. Genau, ein schöner Tagesablauf ist wie ein roter Faden, der uns begleitet. Der Wecker. Mein Wecker klingelt jeden Morgen um 7 Uhr. Ich habe den Wecker leiser gestellt, weil er zu laut war. Die Gewohnheit. Es ist meine Gewohnheit, morgens Kaffee zu trinken. Neue Gewohnheiten zu lernen, ist nicht einfach. Sich beeilen? Ich muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät zur Arbeit. Wir haben uns beeilt, den Zug noch zu erreichen. Die Besprechung. Heute haben wir eine wichtige Besprechung im Büro. Die Besprechung dauert nur 30 Minuten. Vorbereiten? Ich bereite mich jeden Abend auf den nächsten Tag vor. Sie hat das Essen für die Familie vorbereitet.